Ihr sagt, 360-Grad-Kameras sind cool, aber ihr habt keinen Bock, immer noch eine extra Kamera mitzuschleppen und auch die Bearbeitung danach ist immer so aufwendig und so weiter. Dann habe ich was für euch. Die Insta360 X5. Denn ich nutze die mittlerweile als All-in-One-System. Bleibt dran und dann erzähle ich euch mehr davon. Ja, normalerweise bin ich ja mit mehreren Action-Kameras, Drohne und so weiter unterwegs. Aber wie ihr wisst, hatte ich ja eine kleine Zwangspause in Deutschland und mein ganzes Equipment sowie mein Motorrad befinden sich immer noch in Kolumbien. Und deswegen brauchte ich jetzt für den Thailand-Trip eine neue Kamera. Und mein Partner Insta360 hat sich nicht lumpen lassen und hat mir die X5 zugeschickt. Die aktuelle 360-Grad-Kamera von Insta360. Und die Idee war diesmal eben nicht mehrere Kameras dabei zu haben, sondern eine, mit der ich viel abdecken kann. Und jetzt, wo ich das ein bisschen ausprobiert habe, muss ich sagen, das ist richtig geil. Also die X5 ist eine richtig geile Kamera. Und ich will euch mal vorstellen, wie mein Setup hier ist und was man mit der Kamera so machen kann und warum sie auch als All-in-One-Gerät, was Neues für 360-Kameras, funktioniert. Also, die Kamera selber ist nur dieses Teil hier. Ne? Da ist so ein Screen drauf und so weiter. Und ich habe mir dann einen Selfie-Stick dazu bestellt. Und zwar einen klappbaren, wie man hier sieht. Ja? Den kann man dann so auseinanderklappen und hochziehen. Dann hast du einen Selfie-Stick, ist jetzt nicht super lang, aber es reicht absolut, um da mal ein bisschen rumzulaufen irgendwie. Oder auf dem Motorrad, auf dem Roller habe ich es jetzt immer so um mich herum geschwenkt. Und das geht super gut. Und der Clou ist, dass es eben auch noch ein kleines Stativ drin hat. Das ist halt super geil. Muss ich wirklich sagen, den Selfie-Stick finde ich richtig cool. Denn ich mache das dann auch immer noch so. Ich habe immer hier mein Hip-Bag, da habe ich mein Portemonnaie drin, mein Pass und so weiter, Führerschein und so weiter. Und den habe ich immer so umhängen. Und das Geile ist, dass es halt hier reinpasst. Ja, ich habe da drin dann die Kamera mit dem Selfie-Stick, kann das auspacken innerhalb 0, nix und mit Stativ und allem. Und das ist halt super geil. Also wirklich, das ist bisher die beste Lösung, die ich habe, muss ich sagen. Der klappbare Selfie-Stick, super cool. Und das Coole ist, wenn man den halt so zusammenpackt, hat man auch noch hier so einen Linsenschutz. Ja, weil bei der 360-Grad-Kamera ist es wahrscheinlich noch wichtiger, dass die Linse immer schön sauber gehalten wird. Und das ist innen so angeraut, wie so ein, hier, wie sagt man, so ein Mikrofasertuch. Und dann werden die Linsen auch immer noch gereinigt. Diese Hülle ist auch noch dabei. Da könnte man es dann auch noch drin quasi abwischen. Ich habe aber immer noch so ein Tuch dabei. Aber das habe ich jetzt gar nicht dabei gehabt. Ich habe immer nur dieses dabei gehabt jetzt und bin damit rumgefahren. Und das ist halt super geil. Also wirklich der Selfie-Stick tipptopp. Ich habe hier noch so einen Displayschutz. Das hatte ich halt vom Motorradfahren. Ich habe gedacht, ah ja, wenn das dann irgendwie mal runterfällt oder so, dass das Display nicht ganz gleich zerkratzt ist. Das ist eigentlich sehr robust. Aber dieses Displayschutz, das ist nur wie beim Handy, so eine Folie, die man aufklebt. Aber die ist irgendwie kühlend. Ich weiß nicht, weil die ist wahrscheinlich getönt oder so, ist kühlend, weil nämlich also die nimmt mit 8K auf, die 360-Grad-Aufnahmen. Und ja, das wird dann in den alten Kameras, wurde es zumindest immer sehr heiß. Ich hatte jetzt hier noch gar keine Probleme, obwohl hier jeden Tag 35 Grad ist. Also hier ist es jetzt gerade bullenheiß. Ja, es ist ja auch immer, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, so Hitzewarnung, gefühlte 45 Grad und so. Aber ich hatte hier überhaupt keine Probleme mit der Kamera. Es ist halt so, wenn man die lange laufen lässt, irgendwie 15, 20 Minuten Aufnahmen oder so macht, dann könnte sie heiß werden, wenn man da 360 Grad Aufnahmen macht. Wie gesagt, ich hatte jetzt gar keine Probleme. Ich habe diese Folie dann da drauf. Und sonst war es immer eben wichtig, weil wenn diese Linsen kaputt gehen oder zerkratzt sind, dann ist halt scheiße. Deswegen hatte ich immer diese da habe ich so Plastikkappen vorher. Die hatte ich da drauf, um das zu schützen. Und es gibt früher waren die so zum Kleben und dann später waren die so zum Schrauben und jetzt gibt es die, glaube ich, sogar auch aus Glas oder so Panzerglas, aber so zum Abschrauben. Das habe ich immer drauf gehabt und man hat es gesehen, dass oft bei den 360-Grad-Aufnahmen, wenn dann die Sonne so von der Seite reinscheint, dann sieht man das eben, dieses Plastik von den Schutzkappen.
Aber bei der X5 ist es jetzt so, dass du die ganze Linse auswechseln kannst. Wenn die jetzt kaputt gehen sollte, ich schmeiß die runter und die irgendwie krass zerkratzt, dann kannst du die austauschen, die komplette Linse. Also brauchst du gar keine Schutzlinsen mehr haben. Und, man hört es vielleicht, Ton, habe ich mir noch das Mikrofon schicken lassen. Und zwar ist das Mic Air. Und das ist super cool, weil da ist alles dabei, eben so eine Windputze, Ladegerät, Klammern, magnetisch. Ja, man sieht es jetzt vielleicht, habe ich es jetzt gerade, hier habe ich es ein bisschen unter dem Hemdkragen, aber hier habe ich es jetzt dran, gerade das Mikrofon. Und es verbindet sich super cool, weil das ist eben ein geschlossenes System und das muss man eben dazu sagen. Du kannst nur dieses Mikro kaufen, nur dieses kleine Ding. Und dann kannst du das benutzen mit der X5. Aber es würde jetzt nicht gehen, das mit dem Handy oder so zu verbinden mit anderen Geräten. Dafür brauchst du eben dann das größere System hier mit USB-C. Das steckst du halt unten ins Handy rein oder in eine andere Kamera und dann geht das auch. Ja? Aber sonst ist es eben diese Kamera, das Mic Air, nur für Insta360-Kameras. Dafür funktioniert es halt, ist diese Verbindung und so halt super geil. Ihr kennt das ja mit Bluetooth, manchmal zickt es sonst immer. Aber hatte ich jetzt noch überhaupt gar keine Probleme. Es hat sich immer einwandfrei verbunden und also ich finde, funktioniert echt super. Ich bin jetzt mal gespannt. Vorne am Strand werden wir mal das Mikro checken. Es hängt jetzt ein bisschen weiter unten, es muss ein bisschen lauter reden wahrscheinlich. Aber ich habe das Windding drauf, wie man sieht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man mich überhaupt noch hören kann. Das ist ein guter Test für das Mikrofon, weil es ist brutal windig. Also ich hatte den Eindruck schon, dass es ziemlich gut ist. Und ich meine, ja, gestern war es hier knallvoll, weil gestern war Feiertag in Thailand und da war es hier bullenvoll. Aber jetzt, ihr seht es ist halt einfach komplett leer. Was kann ich noch sagen mit dem Roller? Ich merke das schon jetzt in den Schultern und so. Ich bin gestern quasi 7 bis 8 Stunden unterwegs gewesen. Natürlich habe ich immer mal wieder Pause gemacht und so weiter. Aber so lange auf dem Bike bin ich nicht mehr gewohnt. Mir hat der Arsch richtig wehgetan, aber richtig. Aber es ist ja wegen der Hitze. Ich habe es ja schon öfters gesagt. Wenn es heiß ist und du schwitzt am Arsch, dann tut dir der Arsch richtig weh. Wie gesagt, Arsch rasieren. Ja, jetzt strecke ich hier mal die Füße ins Meer. Weil es ist schon wirklich ein Traum. Achtung. Oh, es ist halt ein Traum. Es ist halt 28 Grad warmes Wasser. Wow. Absolut traumhaft. Ja. Ja, das ist schon quasi das ganze Setup, was ich habe. Man gibt auch noch hier, ihr seht das, hier ist so eine Tablette drin. Da kann man noch so eine Fernbedienung kaufen, dann kannst du es mit Fernbedienung bedienen. Aber die X5 kann eben mit Gestensteuerung und Sprachsteuerung auch. Also man kann halt so machen, dann nimmt es auf oder man macht hier das Peace-Zeichen, dann macht es ein Foto und so weiter. Also das geht auch und man kann eben auch Sprachbefehle benutzen. Man kann eben beim Selfie auch so eine Timer-Funktion einstellen. Das mache ich meistens. Ich stelle es dann hin und mache dann auf 10 Sekunden. Dann drücke ich drauf, dann zählt es runter und es blinkt dann auch so, dass man es auch sehen kann, wenn man die Kamera andersrum stehen hat. Und dann setze ich mich aufs Motorrad und dann macht es das Foto. Was nicht dabei ist, ist eine SD-Karte. Also ich habe jetzt dann die genommen von meiner X3. Das ist gut. Aber ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr eine SD-Karte habt oder mitbestellt. Ich habe jetzt 128 GB, das reicht für mich dicke. Wie gesagt, ich mache keine 20-Minuten-Aufnahmen. Ich nehme mir mal kurz auf, hatte ich keine Probleme. Was ich sonst noch habe, ist eine Batterie, habe ich mir noch geholt. Und zwar eine extra Ultra, also mit mehr Ladekapazität Batterie, ein Akku. 2400, 2800. Und ich hatte es jetzt noch nicht einmal, dass die leer gegangen ist. Vielleicht eine Ersatzbatterie ist okay dabei zu haben, aber mehr brauchst du eigentlich nicht. Kommt doch darauf an, wenn du natürlich den ganzen Tag mitfilmst, dann brauchst du eine Menge Batterien. Aber das ist ja dann auch, muss man immer bedenken, wann willst du das ganze Footage benutzen? Also du musst immer gucken, dass du die Aufnahmen so machst, dass
dass du sie dann auch bearbeiten kannst. Du musst es ja auch angucken, du musst es ja damit arbeiten, dass du damit irgendwas machen kannst. Das nur aufnehmen ist zwar schön, aber irgendjemand muss es ja auch gucken. Und dafür gibt es natürlich auch in diesen modernen Kameras gibt es dann so Sachen, wo die Kamera nimmt die ganze Zeit im Loop auf und es wird dann aber immer wieder gelöscht sozusagen. Aber wenn du dann, sagen wir mal, du fährst jetzt auf dem Motorrad und fliegst auf die Fresse, und dann willst du, okay, das will ich aufnehmen. Dann kannst du einen Knopf drücken, dann behält er diese Aufnahme. Also weißt du, dann hast du die aus Versehen Aufnahmen, dann ist es nicht so, oh, jetzt habe ich vergessen, jetzt bin ich hingefallen, das hätte ich gerne auf Video gehabt. Das habe ich jetzt nicht oder so. Oder was weiß ich, irgendwas passiert gerade. Das kann man auch machen. Da ist alles mitgedacht worden mittlerweile, das ist super cool. Ja, der einzige Hinweis eben ist, SD-Karte solltet ihr separat besorgen. Du kannst damit eben nicht nur 360 Grad Aufnahmen machen. Wenn du die 360 Grad Aufnahmen machst, dann musst du halt danach bearbeiten. Ja? Und das ist für viele vielleicht auch zu stressig und so weiter. Und du kannst aber auch nur mit einer Linse immer aufnehmen, also wie eine ganz normale Kamera das benutzen. Kannst sagen, okay, ich will jetzt 16:9, also im Querformat oder im Hochformat, oder kannst das Format einstellen, kannst dann aufnehmen. Ja? In 4K natürlich. Und jetzt im Winter gab es ein Update, und zwar das Winter-Update. Und da gibt es die neue Funktion Instaframe 2.0. Und das ist halt super cool, weil du kannst dann eben, der macht dir aus der 360-Grad-Aufnahme direkt ein MP4-File. Du brauchst es gar nicht mehr umwandeln, weil diese 360-Grad-Kameras, die musst du normalerweise immer umwandeln am Computer. Sonst können die auch die Schnittprogramme, die fressen die nicht sonst. Ja, das musst du umwandeln. Und dann ist es eben, musst du immer das gucken, du musst halt gucken, welchen Ausschnitt du danach wählst. Ne? Das ist halt schon ein bisschen mehr Arbeit. Aber man kann jetzt direkt aus der Kamera eine fertige Aufnahme haben. Und da gibt es auch bei diesem Instaframe 2.0, was super cool ist, eben dieses Tracking. Du kannst halt draufdrücken auf mich und dann kann ich irgendwie rumlaufen. Und weil es eben 360 Grad ist, nimmt er alles auf, egal wo du rumläufst. Und diese Tracking-Sachen, die waren immer, ich kenne das von meiner Drohne, katastrophal, der verliert einen sofort und so weiter. Aber hier, ich habe das jetzt auch in meinem Motorrad, hatte ich den Stick so in der Hand und habe so um mich herum geschwungen und er hat mich nie verloren. Das funktioniert wirklich super cool. Und dafür gibt es auch noch mal einen anderen Selfie-Stick. Es gibt 1000 Zubehör dazu, zu der Kamera. Und da gibt es so einen Selfie-Stick, so einen Vlogger-Stick. Ja, und da kannst du dann jetzt mit diesem Instaframe 2.0 hast du quasi einen integrierten Gimbal auch. Also da kannst du dann das Bild quasi, ohne die Kamera zu bewegen, hin und her, weil es ja 360 Grad aufnimmt, kannst du hin und her schwenken, das Bild. Und das kannst du dann eben mit diesem Stick auch unten machen, nicht an der Kamera direkt, sondern an so einer Fernbedienung. Man kann auch so kleine Effekte einbauen und es gibt Filter und so. Du kannst eben jetzt alles direkt aus der Kamera und hast es direkt parat, kannst es irgendwo hochladen oder jemanden schicken und so. Das ist halt cool. Und wer ein bisschen mehr bearbeiten will, aber trotzdem nicht viel, es gibt eben auf dem Handy auch die App und die Insta360 App. Und da kannst du es dann auch bearbeiten und da gibt es dann auch die KI-Funktion. Kannst du sagen, ja, ich bin zu faul zu bearbeiten. Und dann schneidet er das selber zurecht und dann macht das auch, wenn du willst, mit Musik und mit Filtern drauf und so. Ja, also es gibt da viele Möglichkeiten. Wenn ich jetzt weiß, dass ich in die Richtung aufnehmen will, dann versuche ich flach aufzunehmen, weil dann brauche ich es nicht nochmal bearbeiten, sind nicht so riesen Dateien und so weiter.
Aber wenn ich jetzt noch nicht weiß, wenn ich jetzt irgendwo durch den Markt laufe, wo ich alles haben will und später, oh, guck mal hier, da hat einer irgendwie noch hier irgendwie Geld gewechselt und da hat einer was gemacht und da und so, dann weiß man das noch nicht. Und dann sieht man erst im Nachhinein, okay, was da überhaupt alles passiert ist. Dann möchte ich alles haben und dann gucke ich mir im Nachhinein eben an, welchen Winkel ich haben will und so weiter. Eine weitere Funktion möchte ich noch hervorheben, ist das Freeframe. Ich mache halt Instagram auch ganz gerne und aber auch für meine YouTube-Videos. Und wie ist das Problem? Beim Handy ist ja immer hochkant, also 9:16. Aber beim YouTube 16:9. Oder wenn du YouTube Shorts machen willst und so. Und da kannst du eben Freeframe aufnehmen. Dann nimmt das so auf, dass du danach im Schnitt entscheiden kannst, ob du kannst dann sowohl es als 9:16 schneiden, als auch als 16:9 oder in anderen Formaten. Das ist halt ganz nett, weil vorher war es dann oft so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache die Aufnahme jetzt einmal so und dann mache ich die Aufnahme noch einmal so, was halt immer ein bisschen nervig ist. Und manchmal sind halt auch Sachen, die passieren halt nur einmal, dann hast du es halt in dieser einen Aufnahme. Deswegen, das benutze ich auch immer noch ganz gerne, vielleicht als kleiner Tipp. Und was ich noch super cool finde, weil hier, ich habe ja keine Powerbank dabei und ich habe auch ich kann am Roller nicht laden, mein Handy und so weiter. Und ich hatte mit dem Handy jetzt navigiert, als ich ich habe so eine kleine Tour hier gemacht durch, weiß ich nicht, 300 Kilometer in den Süden, an den Strand und so weiter. Und hier ist ja auch brutal heiß, also das mag der Akku, mag das auch nicht so gerne. Da kannst du mit der Kamera die als Powerbank benutzen. Kannst du sie einstecken ins Handy und dann kannst du machen Rückwärtsladen. Und dann kannst du auch sagen, genau bis wie viel Prozent der Akku der Kamera entladen werden soll. Also dass du immer noch Reserve hast davon. Ich meine, das ist jetzt nicht die geilste Powerbank aller Zeiten, aber es hat gereicht, um das halt noch mal ein bisschen, das Leben meines Handys noch mal ein bisschen zu verlängern. Also das ist auch noch eine coole Funktion. Und wenn man dann eben mehrere Akkus hat, kann man eben mit der Kamera das Handy auch am Leben halten. Wenn ihr jetzt eine richtige Motorradtour macht und so, das hatte ich ja auch an meiner Lucy, habe ich ja so eine richtige Schwerlastklemme, heißt die, glaube ich. Da habe ich das dran, das ist extra für Motorräder. Und da habe ich dann den Stick dran. Und dann habe ich da die 360-Kamera dran. Mittlerweile gibt es noch so viele andere Motorradhalterungen bei Insta360, wirklich super coole Sachen, die ich dann gerne auch mal ausprobieren möchte, wenn ich mal wieder nach Kolumbien zu meiner Lucy komme. Aber ja, das lohnt sich dann schon eben noch eine Halterung fürs Motorrad irgendwie zu besorgen. Vielleicht auch zwei, eine für vorne, eine für hinten. Da muss man sie eben nicht in der Hand halten, was ich jetzt hier immer die ganze Zeit gemacht habe. Das ist ja auch nicht so praktisch. Aber ja, es gibt da 1000 Halterungen, da könnt ihr gerne mal gucken. Was habe ich gesagt? Drohnenersatz. Das geht natürlich nur bedingt, aber es gibt auch so einen 3 Meter Selfie-Stick. Manche benutzen die ja zum Beispiel am Van oder so. Dann kannst du so wirklich so wie so eine Drohnenaufnahme machen mit dem langen Stick. Also das geht auch, ne? Wenn du sie schön hochhältst. Ja, weil eben auch beim Reisen, es gibt einige Länder, Marokko zum Beispiel, wo Drohnen absolut verboten sind. Und es werden immer mehr Länder, die Drohnen verbieten. Und dann ist es eben ein bisschen unstressiger. Und Drohne ist halt immer so, man verliert immer mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde. Du musst anhalten, du musst den ganzen Scheiß auspacken. Ja, das ist eben ein bisschen stressiger. Das ist nicht einfach so auf den Knopfdruck. Und bei mir muss das immer alles eigentlich auf Knopfdruck gehen. Ich möchte nicht irgendwie Sachen rausholen müssen, erst anhalten und so weiter. Das kann man machen, wenn man irgendwie nur zum Filmen irgendwie ist. Aber wenn man irgendwie reist und dabei filmt, quasi authentisch, dann muss das sofort gehen. Es muss auch sofort, okay, das ist eine geile Szene, die muss ich super. Dann kann ich nicht noch ich muss die Kamera jetzt erst auspacken, dann ist die Szene vorbei. Das ist eben auch das, weil manche dann sagen, ja, aber hol dir doch, warum immer diese Action-Kameras und so weiter, hol dir doch so eine richtige Kamera, mit der kannst du auch filmen und so. Die kostet dann einmal, was weiß ich, 2000 Euro. Dann kannst du damit filmen und alles machen und so. Und du kannst eben auch Sachen ranholen. Ja? Das ist eben vielleicht der einzige große Nachteil noch von den Action-Kameras, dass du Sachen, die weiter weg sind, eben nicht, also du kannst zwar mittlerweile ein bisschen die Sachen ranholen, aber es ist eben super weitwinklig. Du musst wirklich sehr nah dran sein an den Objekten immer, weil es so weitwinklig ist. Das ist eben Action-Kamera
Ja, das war eben die große Erfindung damals von GoPro, dass sie eben so weitwinklig ist, dass man keinen Fokus einstellen muss, sondern alles ist scharf. Ja, es ist immer alles scharf. Das ist bei der Actionkamera. Nachteil ist eben, du kannst da nichts irgendwie jetzt einen Vogel auf dem Baum in 40 Meter Entfernung oder 100 Meter oder 4 Kilometer Entfernung aufnehmen. Aber du hast die eben so eine richtige Kamera, die brauchst du ein extra Case, die ist riesig. Du bist immer ein Ziel. Hier in Thailand ist es vielleicht scheißegal, aber in Südamerika und so, du bist da auf jeden Fall ein Ziel, ne, dass die Kamera geklaut wird. Sie ist eben auch empfindlich. Ja? Diese Actionkamera, die hier ist 15 Meter wasserdicht und stoßfest und was weiß ich alles, die sind quasi unkaputtbar. Ich meine, klar, die Linse, da musst du halt aufpassen. Aber sonst ist die unkaputtbar. Und das ist eben nicht bei einer richtigen Kamera so. Deswegen haben sich ja auch diese Actionkameras bewährt. Und die Größe eben, die sind sehr klein und so weiter und so fort. Und ja, der Fortschritt der Kameras ist halt brutal. Wirklich, also ich habe jetzt, das ist meine dritte 360-Grad-Kamera. Wenn ich an die erste denke, das hat damit jetzt überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist wirklich ein komplettes Gerät jetzt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, selbst professionelle Motorradfilme, Long Way Home, ihr werdet es alle kennen, wahrscheinlich, Ewan McGregor und Charlie Boorman, die neueste Staffel sozusagen, die wurde quasi ausschließlich mit der X5 gedreht, also mit dieser Kamera. Es gibt dazu beim Pegaso-Reise von meinem Freund Claudio, der Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Und da ist es Folge, ich habe es mir aufgeschrieben, 273, ein Interview mit Claudio von Planta. Das ist der Kameramann von Long Way Home. Und der erzählt da eben über die X5 und der hat da eben, das habe ich vor einem halben Jahr oder so gehört, lange bevor da hatte ich noch die X3, da habe ich schon gedacht, so krass, da muss ich ja echt was getan haben. Und da könnt ihr euch reinhören, nochmal, wenn ihr mir das nicht glaubt, dass eben auch professionelle Filme heutzutage einfach mit so einer Kamera gemacht werden. Ja, das war's. Vielleicht ist die X5 was für die neue Saison für euch oder für die nächste Reise, Motorradreise, was weiß ich. Ihr könnt sie auch zum Tauchen und so verwenden. Es gibt auch noch ein Tauchgehäuse und so weiter. Also man kann wirklich mit der Kamera alles machen heutzutage. Ja, wenn ich heutzutage sage, fühle ich mich immer wie so ein Opa. Aber ja, es ist halt einfach krass, der Fortschritt in diesen Kameras. Wie immer findet ihr den Link zum Kauf oder zur Produktseite, da könnt ihr es euch auch anschauen und das ganze Zubehör und so weiter in der Videobeschreibung. Wenn ihr es über meinen Link bestellt, bekommt ihr immer noch ein gratis Zubehör dazu. Und dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Und ich muss jetzt erstmal kurz reingehen, Klimaanlage genießen und dann gehe ich zu meinem Vater, da gibt es Thai-Essen. Denn ich bin schon wieder kurz vor der Abreise hier. Ja, so in 3 Wochen war ich jetzt hier, so ein 3 Wochen Urlaub, das ist halt, wenn man mal irgendwie 10 Jahre unterwegs war, ist 3 Wochen, ist man vom ersten Tag, denkt man so, ich bin gleich wieder zu Hause. Naja, schön ist es trotzdem und jetzt höre ich auf zu labern. Macht's gut, euer Ruti. Ciao, ciao.